Ich stehe aktuell am Bahnhof Yokohama und warte auf den einzigen Nachtzug Japans, Sunrise Seto bzw. Izumo. Sunrise Izumo bzw. Seto ist der einzige Nachtzug in Japan. Die Bahnen fahren zwischen Tokio und Izumo bzw. Tokio und Takamatsu. Allein die Tatsache, dass es nur einen einzigen Nachtzug gibt, macht die Linie richtig beliebt. Ich bin in Yokohama eingestiegen, eine Station nach Tokio, um nach Himeji zu fahren. Abfahrt 22:15 Uhr. Ankunft 5:25 Uhr, ganz schön früh. 7 Stunden Fahrt. Bis Endhaltestelle Izumo würde die Bahn noch 5 weitere Stunden fahren. Einsteigen und schön durchlaufen bis zu meiner Kabine. Die Gänge sind schmal, um die Räume so groß wie möglich zu gestalten. Es gibt 5 unterschiedliche Preiskategorien je nach Zimmergröße. Das wäre die Solokabine auf der ersten Etage mit gewölbtem Fenster, also mit Blick in den Himmel, ausgestattet mit Pyjama. Auf der unteren Ebene sieht es so aus. Das Fenster ist fast Bodenhöhe, aber dennoch groß genug. Doch ich habe keinen Raum gebucht, sondern das. Ein Großraum mit meinem Abschnitt, wie ein Kapselhotel. Unten gibt es einen Platz für meine Schuhe. Und das wäre mein Versteck. Die Nachbarn sind recht nah und abgetrennt werden die Bereiche mit der unteren Leiste. Ein bisschen wie eine Jugendherberge, ein bisschen wie eine Klassenfahrt. In jedem Abteil werden eine Decke und ein dünnes Tuch zur Verfügung gestellt. Vermutlich um irgendwas abzudecken, wenn man möchte. Da der Boden hart ist, ist es wohl besser, nicht unter der Decke, sondern auf der Decke zu schlafen. Im wahrsten Sinne des Wortes Holzklasse. Mit dem gigantischen Vorhang sichere ich meine Privatsphäre. Besser als nichts. Hier oben könnte man theoretisch einen Vorhang aufhängen, aber so etwas existiert hier nicht. Warum auch immer. Das Ticket wird noch analog gecheckt. Es ist auf jeden Fall wichtig, das Fenster zu schließen, weil es gibt einige Haltestellen und wenn man es nicht zumacht, sehen die Leute einfach vom Bahnhof aus, wie du schläfst. Da ich meinen Raum eingerichtet habe, startet das Abenteuer durch die Bahn. Wie gesagt, die Gänge sind sehr schmal. Es gibt in der Bahn kein Bordrestaurant, nur 2 Automaten mit geringen Angeboten. Energy Drink, Cola, Wasser, Tee und Kaffee. Daher sollte man vor dem Einsteigen gut shoppen. Die Toilette ist gewöhnlich, kein Washlet. Ich wiederhole, kein Washlet. Sie wäscht dein Po nicht automatisch, aber insgesamt sehr clean. In der Mitte gab es einen Durchgang, der mich stark an ein Spiel erinnert hat. Resident Evil. Der Lounge-Bereich hat große Fenster. Tagsüber sicher ganz nice, abends irgendwie auch. Auch wenn man nicht viel sieht. Was mir aufgefallen ist, ist die Deckenhöhe. Ich mit meinem 1,76 habe gerade noch kein Problem. Doch wenn jemand noch 5 cm größer sein sollte, Game Over. Das ist auch special, die Duschkabine. Klein, aber fein. Am Automaten wird eine Duschkarte gekauft. Und wird die Duschkarte abgelesen, bekommt man Warmwasser für 6 Minuten. Der Countdown läuft hier, keine Sekunde länger. Immerhin kann man das Wasser zwischendurch stoppen. Und wenn man als Erster in der Duschkabine ist, gehen die ersten 60 Sekunden verloren, bis das Warmwasser kommt. Ach ja, ein Handtuch ist nicht dabei, also man sollte ein Handtuch mitnehmen. Hier ein Tipp, falls ihr mit Sunrise fahren solltet. Die Automaten für die Duschkarte gibt es im Wagen 3 und Wagen 10. Die Anzahl der Duschkarten sind begrenzt. Etwa 30 Minuten nach der Abfahrt wird sie ausverkauft sein. Um schnell an die Automaten ranzukommen, sollte man nicht im Wagen 3 oder 10 einsteigen, sondern Wagen 4 oder 11. Reingehen, dann zum anderen Wagen gehen, da steht der Automat. Wer sicher gehen möchte, dann in Tokio einsteigen, nicht später.
Ist man zu langsam, sieht man nur diese Anzeige. Sail End. Jetzt wieder zurück in mein Reich. Das habe ich für meine Tour mitgebracht. Eine Erdbeerwaffel, ein Onigiri, Schokolade mit Gamma-Aminobuttersäure, damit ich besser schlafen kann. Nicht damit ich kurz vor dem Schlafen Schokolade essen kann, sondern nur für meinen guten Schlaf. Kopfkissen zum Aufblasen, weil es gibt kein Kopfkissen hier. Und das habe ich mit dem dünnen Tuch abgedeckt. Und Unterhaltung für zwischendurch, falls mir langweilig werden sollte. Mobiler Akku. In der Schlafhöhle gibt es weder Steckdose noch USB-Stecker. Dazu noch eine aufwärmende Augenmaske. Auch für den besseren Schlaf. Wenn ich mich hinlege, ist das meine Sicht. Schön in die Lüftung schauen. Total Hightech, man kann die Windrichtung und Stärke manuell ändern. Mit voller Ausrüstung sage ich gute Nacht. Ach ja, das ist der Sound, den man die ganze Zeit hört. In der Holzklasse am harten Boden spüre ich auch die Schienen direkt an meinem Rücken. Ich war in diesem Moment eins mit der Bahn. Ein wundervolles Erlebnis. Es ist morgens um 5 und schön die Zähne geputzt. Danach habe ich in Ruhe in der Lounge gechillt. Da saß auch jemand, der irgendwas gelernt hatte. Nach 7 Stunden bin ich gut angekommen. Happy Tour. So, das war meine Fahrt mit Sunrise Izumo. Hier die Zusammenfassung. Die Bahn fährt zwischen Tokio und Izumo bzw. Tokio und Takamatsu. Man muss aber darauf achten, dass einige Haltestellen auf dem Hin- und Rückweg anders sind. Zum Beispiel fährt die Bahn bei der westlichen Fahrtrichtung an Osaka vorbei. Auf der Fahrt nach Tokio hält sie Osaka an. Die Preise sind moderat. Mal angenommen, man fährt von Tokio bis zur Endhaltestelle Izumo mit dem Shinkansen. Da bezahlt man ca. 20.000 Yen. Bei den Privaträumen von Sunrise Izumo zahlt man 22.000 Yen bis 31.000 Yen, also schon mehr als Shinkansen. Aber in der Sammelkabine nur 16.000 Yen, deutlich unter dem Shinkansen-Niveau. Und würde man zum Beispiel nur nach Osaka fahren, kommt man auch morgens kurz vor 7 an, 2 Stunden früher als mit Shinkansen, da der erste Shinkansen erst um 6 Uhr Tokio losfährt. Man kann den Tag also länger nutzen und man hat eine Übernachtung weniger. Außerdem ist das schon ein besonderes Erlebnis, mit so einem Nachtzug zu fahren. Ich fand das klasse. Ach, und die Tickets sind sehr beliebt und sind schwierig zu bekommen. Die Kontingente werden um 10 Uhr morgens freigeschaltet. Also sollte man am besten kurz vor 10 zum Service-Counter an JR-Bahnhöfen Midori no Madoguchi gehen und dort sagen, dass man das Ticket möchte. Da helfen die Leute euch gern. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal.